Hallo Freunde! Ein kleines Kätzchen mit traurigen Augen, das erst 5 Tage alt war, war allein auf der Straße. Er zitterte vor Kälte und war hungrig und versuchte verzweifelt, einen warmen und sicheren Ort zu finden. Passanten eilten vorbei, ohne die winzige Kreatur zu bemerken, die von ihren Sorgen verschlungen wurde. Das Kätzchen wusste, dass er Hilfe brauchte, wusste aber nicht, an wen er sich wenden sollte. Er war zu schwach und klein, um den Gefahren dieser Welt zu widerstehen. Als die Sonne begann, sich gegen den Sonnenuntergang zu neigen, verstärkte sich die Verzweiflung des Kätzchens. Er hat bereits begonnen, die Hoffnung zu verlieren, dass ihn jemand bemerken würde. Und als das Kätzchen dachte, dass die Situation nicht schlimmer werden könnte, wurde es von einem kleinen Mädchen gesehen. Sie fühlte sofort, dass sie diesem kleinen Wesen helfen sollte, und nahm es vorsichtig in die Arme. Das Kätzchen war so schwach, dass es kaum miauen konnte, aber das Mädchen erkannte, dass es dankbar für seine Hilfe war. Das Mädchen brachte das Kätzchen nach Hause und arrangierte ein gemütliches Nest für ihn. Sie fütterte ihn mit einer Pipette und misst vorsichtig die richtige Menge Milch. Innerhalb weniger Tage begann das Kätzchen stärker zu werden. Seine traurigen Augen, einst voller Einsamkeit, erfüllten sich mit Licht und Lebensfreude. Aber als sich das Kätzchen erholte, bemerkte das Mädchen etwas Ungewöhnliches. Das Fell des Kätzchens hatte einen seltsamen Farbton und passte nicht zu einer der bekannten Rassen. Sie beschloss, das Kätzchen dem Tierarzt zu zeigen, damit er es überprüfen konnte. In der Klinik wartete das Mädchen mit Aufregung darauf, dass der Tierarzt das Kätzchen untersuchte. Die Spannung war fast unerträglich. Schließlich wandte sich der Tierarzt mit einem Lächeln an das Mädchen. »Sie werden es nicht glauben«, sagte er. »Dieses Kätzchen ist eine seltene Rasse und es kostet Tausende von Dollar.« Das Mädchen war erstaunt. Sie hatte nicht erwartet, ein so wertvolles Kätzchen auf der Straße zu finden. Aber vor allem war sie glücklich, dass sie diesem kleinen und wehrlosen Wesen helfen konnte. Hallo Freunde! Julie hat sich auf ihrem weichen Sofa niedergelassen und sich in einen Kriminalroman vertieft. Ihre Katze Titi hat sich in der Nähe gemütlich eingerichtet und schnurrt vor Freude. Der Abend schien ruhig zu sein, aber plötzlich sprang Titi von der Couch auf und fing an, laut zu miauen. Der Klang war so durchdringend, dass Julie sich aus dem Buch löste. »Titi, was ist passiert?« Sie fragte ängstlich und dachte, dass die Katze, wie üblich, zum Essen bittet. Sie ging in die Küche, nahm eine Dose Katzenfutter und ging zurück zum Sofa und wartete darauf, dass Titi sich beruhigt. Die Katze miaute jedoch weiter und starrte beharrlich in Richtung der Haustür. Julie fühlte sich in Titis Stimme ängstlich. Sie legte das Futter beiseite und ging zur Tür, öffnete es vorsichtig. Titi sprang sofort heraus, ohne Julie aus den Augen zu verlieren. Sein Verhalten deutete darauf hin, dass er wollte, dass sie ihm folgt. Sie wurde von Neugier umarmt, gemischt mit Aufregung. Sie ging nach draußen, wo die kühle Abendluft angenehm ihr Gesicht wehte. Titi führte sie zuversichtlich die Veranda hinunter und miaute laut weiter. Julias Herz schlug, aber sie folgte der Katze, ohne zu wissen, was sie vor sich hatte. Sie wickelten sich um die Ecke des Hauses, und Julie erstarrte vor Entsetzen. Dichter Rauch drang aus dem Küchenfenster, der den Nachthimmel schnell füllte. Panik ergriff sie, als sie erkannte, dass ihr Haus in Flammen stand. Ohne eine Sekunde zu zögern, eilte Julie zurück ins Haus. Ihr einziger Zweck war es, das Telefon zu finden und die Feuerwehr zu rufen. Mit zitternder, aber entschlossener Stimme nannte sie die Adresse und beschrieb die Situation. Bald hörte man in der Ferne Sirenen, die immer lauter wurden. Die Feuerwehr kam an der Unfallstelle an. Julie stand zur Seite und drückte ihre Titi fest an sich, während sie gegen die Flammen kämpften.
Nachdem das Feuer gelöscht war, näherte sich einer der Feuerwehrleute Julie mit ernstem Gesicht. Er erklärte, dass eine defekte elektrische Verkabelung die Ursache des Feuers war. Diese versteckte Bedrohung wuchs unbemerkt, bis Titi sie spürte und anfing, beharrlich nach Aufmerksamkeit zu fragen. Ohne seine Intuition und Beharrlichkeit hätte Julie vielleicht keine Zeit gehabt, aus dem Haus zu kommen. Ihr Besitzer dachte, die Katze wolle nur essen, aber dieses Mal war ihr Verhalten mehr als ernst. Hallo Freunde! Dora war schon immer ein neugieriges Mädchen. Aber an einem sonnigen Tag, als sie am Nachbarhaus vorbeiging, zog sie etwas an Achtung. Es war ein eigenartiger Klang, ein Chor von miauenden Stimmen, die um Hilfe zu rufen schienen. Fasziniert und besorgt folgte Dora dem Klang. Als sie sich dem Nachbarhof näherte, bemerkte sie etwas Seltsames, dass neben ihr hing eine Wäsche, die im Wind leicht wackelte. Ihre Augen verbreiteten sich vor Entsetzen, als sie merkte, dass es sich um kleine Kätzchen handelte, die in Socken, die an Haken hängen. Die Kätzchen miauten klagend, ihre winzigen Stimmen waren voller Verzweiflung. Das Herz von Dora wurde von diesem Anblick zusammengedrückt. Sie wusste, dass sie schnell handeln musste, weil diese hilflosen Wesen dringend Hilfe brauchten. Ohne zu zögern nahm sie jedes Kätzchen vorsichtig aus ihren Socken und stellte sicher, dass sie nicht verletzt wurden. Während sie die Kätzchen in ihren Armen bajukierte, konnte sich Dora nicht wundern, wie lange sie schon waren in dieser gefährlichen Lage. Ihr Fell war feucht, was darauf hindeutete, dass sie dem Element seit geraumer Zeit ausgesetzt waren. Als sie sich entschied, ihnen zu helfen, legte Dora die Kätzchen vorsichtig in ihre Tasche und beeilte sich, ihnen zu helfen nach Hause. Einmal drinnen, schuf Dora einen sicheren und warmen Platz für Kätzchen. Sie füllte die Kiste mit weichen Decken und gab ihnen Nahrung und Wasser. Kätzchen, die dankbar für das neu entdeckte Versteck waren, begannen vorsichtig, die Umgebung zu erkunden. Jetzt waren sie dank Doras Einfallsreichtum und Mitgefühl sicher. Mit der Zeit heilte Dora die Kätzchen. Sie beobachtete, wie sie jeden Tag stärker und spielerischer wurden. Ihre Verbindung wurde untrennbar, und sie brachten Dora unermessliche Freude in das Leben. Sie nannte sie Lilly, einen Patch und einen Handschuh, die jeweils ihr einzigartiges Wollmuster widerspiegelten. Hallo Freunde! Das Publikum war von dem exquisiten Design begeistert und die Luft füllte sich mit Vorfreude. Plötzlich kam es am Ende der Start- und Landebahn zur Bewegung. Die Leute frierten ein und zeigten mit den Fingern, und die Modelle sahen verwirrt aus. Als alle auf das Geschehene aufmerksam wurden, sahen sie eine kleine Katze, die mit Anmut die Landebahn entlang ging. Zuerst löste das Erscheinen des flauschigen Tieres ein Lächeln bei den Zuschauern aus. Aber als sich die Katze näherte, wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Die Katze ging auf einen seltsamen Gang, hielt von Zeit zu Zeit an und begann, ihren intimen Ort zu lecken. Das Publikum war schockiert, und die Models fühlten sich offensichtlich unwohl. Die Modenschau ging weiter, und die Models kämpften darum, den zotteligen ungebetenen Gast nicht zu bemerken. Die Katze hatte jedoch ihre eigenen Pläne. Als die Models auf den Laufsteg gingen, sprang die Katze auf und versuchte, sie zu fangen oder hinter ihnen zu rennen, als wollte sie der Show beitreten. Die Models versuchten, ruhig zu bleiben, aber es war offensichtlich, dass es ihnen schwer fiel. In der Zwischenzeit setzte die Katze ihre seltsame Demonstration fort und zog die Aufmerksamkeit auf sich. Diese Szene war sowohl lustig als auch seltsam, und niemand wusste, wie man darauf reagieren sollte. Als die Show zu Ende ging, verschwand die Katze plötzlich von der Bühne und ließ alle verwirrt zurück. Das Publikum brandete mit Applaus auf, und die Models atmeten erleichtert durch. Dieser Moment wurde für alle Anwesenden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Plötzlich brach eine kleine freche Katze in die Modenschau ein, die es schaffte, Aufmerksamkeit zu erregen und die Modelle in den Schatten zu stellen.
Obwohl das Verhalten der Katze nicht ganz angemessen war, fügte es einem normalen Ereignis einen Hauch von Spaß und Überraschung hinzu.